Der Fahrer des explodierten Cybertrucks in Las Vegas war Behördenangaben zufolge ein in Deutschland stationierter US-Soldat. Demnach war der 37-jährige Mitglied der US-Spezialeinheit Green Berets und in den USA auf Heimaturlaub. Vor der Explosion soll er sich selbst in den Kopf geschossen haben. In dem Auto wurden 2 Pistolen, ein Pass, ein Militärausweis und Kreditkarten gefunden. Eine Verbindung zum IS-Terroranschlag in New Orleans sehen die Ermittler bislang nicht. Zuvor hatte es darüber ja Spekulationen gegeben. Ja, und der Attentäter von New Orleans, der hatte einen Fernzünder für Sprengsätze in seinem Fahrzeug. Das sagte US-Präsident Joe Biden und fügte hinzu, dass das FBI ihm mitgeteilt habe, dass der Mann ein Einzeltäter gewesen sei. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen fand derweil ein Footballspiel in der Superdome Arena in New Orleans statt. Aus Angst war das Stadion Berichten zufolge leerer als üblich. Die vom Anschlag betroffene Straße wurde von den Behörden unterdessen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aus New York zugeschaltet Herbert Bauernebel, er ist US-Korrespondent. Guten Morgen dorthin. Es soll keine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Anschlägen gegeben haben. Was aber auffällt ist, wir haben da einen aktiven Soldaten und einen, der in der Armee gedient hat. Wie wird das in den Vereinigten Staaten diskutiert? Ja, tatsächlich, es gibt keine offiziellen Spuren, dass diese Anschläge, muss sagen Terroranschläge, natürlich beide in Zusammenhang stehen. Die Behörden bemühen sich hier offensichtlich nichts bekannt zu geben, was sie in diese Richtung deuten würde. Klar aber ist, dass es doch sehr viele Parallelen gibt, die eigentlich sehr erstaunlich sind. Beide bei der Army, der eine in New Orleans, Shamsuddin Jabbar, war ein ehemaliger Soldat, Mitglied der Army, und natürlich der Mann im Cybertruck in Las Vegas, Matthew Livelsberger, war nach wie vor aktiver Soldat, stationiert eben in Deutschland. Beide waren gleichzeitig eine Weile im Afghanistan-Krieg im Einsatz und haben auch in der gleichen Kaserne gedient in den Vereinigten Staaten. Allerdings, es scheint nicht so, als würden sich die beiden gekannt haben. Es scheint hier tatsächlich dieses eigentlich doch absurde Szenario zu entstehen, dass hier 2 Einzeltäter, 2 sogenannte einsame Wölfe unterwegs waren, um ihre Anschläge durchzuführen aus möglicherweise völlig unterschiedlichen Motiven. Und das stellt die Behörden hier in den USA natürlich vor eine Herausforderung. Man muss dazu sagen, dass Livelsberger, der Mann aus Colorado, der dann eben nach Las Vegas gefahren ist, möglicherweise private Probleme gehabt hat. Es wurde jetzt bekannt und ausrecherchiert von US-Medien, dass er die Tage vor diesem Anschlag sich getrennt hat von seiner Frau. Die Frau hatte gerade das gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Es ging hier bei diesem Streit offensichtlich um das Fremdgehen von ihm. Das könnte ein Motiv gewesen sein, dass er alles hingeschmissen hat und eben einen spektakulären Selbstmord begehen würde. Dieses Szenario verfolgen jetzt die Behörden. Natürlich in New Orleans eine völlig andere Mengenlage. Ein Mann, der offensichtlich inspiriert war vom islamischen Staat vom IS, der mehrere Videos gedreht hat, um sich bekannt hat zu diesem Anschlag und dann eben versucht hat, so viele Menschen wie möglich in New Orleans zu töten. Und die Opferbilanz mit 14 ist natürlich tragisch und wirklich Amerika steht hier unter Schock. Für diese Information danke nach New York, Herbert Bauernebel. Schöne Grüße nach Berlin.